Hallo und herzlich willkommen im Deutschen Museum. Mein Name ist Annalena Kemper und ich arbeite im Ausstellungsdienst. Als Museum Communicator vermittle ich an unsere Besucherinnen und Besucher Ausstellungsinhalte. Dabei werfe ich immer wieder gerne einen Blick hinter die Kulissen des Museums, hinter die Ausstellungen und Sammlungen. Daher freut es mich heute besonders, unsere MFLOG-Reihe Das Forschungsmuseum fortzusetzen. Als Gesprächspartner heute habe ich Dr. Rudolf Seising. Er leitet hier im Haus das Projekt IGI, Ingenieursgeist, Geistesingenieure, eine Geschichte der künstlichen Intelligenz in der Bundesrepublik Deutschland. Ja, hallo Rudolf. Hallo Annalena. Wir beide möchten heute über die Geschichte der KI sprechen, aber auch mal schauen, was ist der aktuelle Stand und was sind da weitere mögliche Entwicklungen. Die künstliche Intelligenz, also kurz KI, ist ja eine sehr junge Wissenschaft. Nichtsdestotrotz, sie ist in aller Munde, sie wird viel in der Öffentlichkeit diskutiert, steht da mehr oder weniger kommentiert. Aber doch hat jeder andere Assoziation in diesem Bereich KI. Einige denken an Alexa und Siri, andere an Suchmaschinen, andere an autonomes Fahren. Daher meine Frage, was können wir denn unter dem Begriff KI verstehen? Wo kommt der her? Und kann man den 1:1 mit dem Maschinendenken gleichsetzen? Also künstliche Intelligenz ist ja eigentlich eine deutsche Übersetzung des englischen Artificial Intelligence und beide Worte haben in ihren Sprachen viel weitere Bedeutungsfelder. Intelligenzblätter zum Beispiel, das waren Mitteilungsblätter in früheren Zeiten. Denken Sie an die Intelligenzia, das waren die klugen oder die gescheiten Leute in sowjetischen Staaten lange Zeit. Denken Sie an die CIA, die Central Intelligence Agency. Denken Sie an die Morse-Telegrafie. Da gab es ja Symbole, die übertragen wurden in Kommunikationsnetzen und auch da sprach man nicht von der Symbolübertragung und auch damals noch nicht von der Informationsübertragung, sondern man sprach von Transmission of Intelligence. Welche Kommunikationsnetzwerke meinst du da? Ja, das waren eben Telegrafienetze zu Anfang, später auch Telefonie. Und was da passiert, ist ja eigentlich, dass Signale übertragen werden. Und das können Maschinen natürlich sehr gut. Allerdings haben diese Signale ja auch Bedeutung. Und diese Bedeutung zu erfassen und die Bedeutung mit zu übertragen, das ist die Frage, ob das Maschinen überhaupt können. Wir Menschen können die Bedeutung natürlich erfassen, beziehungsweise auch den Kontext dazu erfassen. Das ist bei Maschinen vielleicht der Fall, vielleicht auch nicht. Das hat man versucht, in den 50er Jahren zu untersuchen, ob die Computer, die damals entstanden sind, solche Bedeutungen auch übertragen können. Es gab dann einen Workshop in den 1950er Jahren in Dartmouth College. Das war ein kleines College in Hanover in New Hampshire in den Vereinigten Staaten. Und da kamen mehrere Wissenschaftler zusammen und haben sich Gedanken darüber gemacht, ob Maschinen eben diese Intelligenzübertragung auch leisten können. Maßgeblich beteiligt war daran John McCarthy, der war damals Assistant Professor an diesem College, aber auch Marvin Minsky zum Beispiel. Und von Marvin Minsky stammt auch die Definition von Artificial Intelligence. Er sagte nämlich, AI, also KI, liegt vor, wenn Maschinen etwas tun, für dessen Ausführung man beim Menschen eben Intelligenz unterstellt. Das ist mal eine kompakte und nachvollziehbare Definition von KI. Und was passierte dann? Ja, im Nachgang nach dieser Konferenz gab es dann natürlich viele Weiterentwicklungen von Leuten, die daran teilgenommen haben, zum Beispiel Herbert Simon oder Alan Newell, die zum Beispiel Schachprogramme geschrieben haben oder auch die sogenannte logische Theoriemaschine. Das war also eine Maschine, ein Computerprogramm, das mathematische Sätze beweisen sollte. Es gab dann Sprachverarbeitungsprogramme, es gibt dann Bildverarbeitungsprogramme und es gab erste Programme zu simulieren. Das waren also die ersten KI-Systeme. Also KI ist weitaus mehr als lernende Roboter, Sprachcomputer, autonomes Fahren, also es ist eine ganze wissenschaftliche Disziplin. Du befasst dich jetzt in den nächsten Jahren ja mit der Geschichte der KI in der Bundesrepublik Deutschland. Was sind denn da deine Themen? Ja, das ist ganz interessant. Wir beschäftigen uns also mit der künstlichen Intelligenz in der Bundesrepublik. Das setzte natürlich etwas später ein, ungefähr 10 Jahre später als in den USA. Es schwappte rüber nach Deutschland. Und da gibt es natürlich verschiedene Themen. Zunächst natürlich das automatische Beweisen, ganz so wie es Newell und Simon auch gemacht haben. Wir beschäftigen uns aber auch mit den Hintergründen. Warum hatten die KI in Deutschland zu Anfang solche Schwierigkeiten, sich zu etablieren? Sie etablierte sich in der Informatik, anders als in den USA, wo es viel interdisziplinärer diskutiert wurde. Und wir kümmern uns also darum, was passierte damals in den späten 60er Jahren, 70er Jahren, 80er Jahren.
in Deutschland, wie kam es dazu, dass die KI dann letztendlich doch erfolgreich wurde in Deutschland, und interviewen da Pioniere, die glücklicherweise immer noch leben in Deutschland, gehen natürlich auch in Archive und in Bibliotheken, aber man kann sich vorstellen, in Corona-Zeiten ist das alles nicht so einfach. Auch die Interviews, die wir auch auf Video aufnehmen, jetzt in Corona-Zeiten zu machen, das ist schwierig, weil die Leute natürlich schon sehr alt sind. Klingt aber nichtsdestotrotz ein richtig spannendes Projekt. Da bin ich auch schon auf die Ergebnisse gespannt. Jetzt vielleicht noch mal eine Frage. Wann begann denn das Denken über das Nachdenken überhaupt? Und wann tauchte dieser KI-Begriff das erste Mal auf? Das ist natürlich schwierig. Also wie gesagt, KI als Begriff, das tauchte auf in dieser Konferenz in Dartmouth College in Hannover 1956. Wenn man natürlich über das Nachdenken, über das Denken redet, dann muss man sehr viel früher ansetzen. Da gibt es natürlich die alte Wissenschaft der Psychologie, die sich schon über das Denken viele Gedanken gemacht hat, beziehungsweise deren Vertreter. Die Philosophie, da wurden schon viele Hypothesen entworfen, was Denken überhaupt ist. Seit wir wissen, dass es auch mit dem Gehirn zu tun hat, was also auch erst vor ungefähr 100 Jahren klar wurde, dass das Gehirn aus ganz vielen Nervenzellen besteht, einzelnen Zellen. Als das klar wurde, hat man versucht, das auch logisch zu verstehen. Das heißt, die Hirnforschung spielt ja auch eine große Rolle in der KI-Geschichte. Und das Ganze kulminierte dann in den 50er Jahren, dann auch später ein bisschen in verschiedenen Ländern, ganz berühmt gewordenen Kybernetik. Ja, Kybernetik ist ja die Kunst des Steuerns. Was hat denn der Begründer Norbert Wiener da untersucht? Die Kybernetik wurde von Norbert Wiener begründet. Wie Sie sagen, es geht eigentlich um Analogiebetrachtungen zwischen lebenden Systemen und technischen Systemen, vor allen Dingen Feedback-Systeme. Da hat Norbert Wiener mit seinen Co-Autoren sehr viele Ergebnisse zutage gebracht, ein dickes Buch darüber geschrieben. Das wurde dann auch in der Nachrichtentechnik gesehen, in Deutschland zum Beispiel von Steinbuch, in München von Marco. Es gibt also viele Leute in der Nachrichtentechnik, die diese kybernetischen Ergebnisse aufgenommen haben, und die tragen natürlich zur Geschichte der künstlichen Intelligenz genauso bei wie die Ergebnisse aus der Computerwissenschaft oder der Informatik. Wenn wir aber über Denken reden, müssen wir unbedingt auch noch Alan Turing nennen. Alan Turing, ein britischer Mathematiker, der 1950 schon einen Bericht geschrieben hat, beziehungsweise einen Artikel in einer Zeitschrift, die Mind, also Geist, heißt, und hat da die Frage gestellt, können Computer denken? Und das ist eigentlich auch eine Geburtsstunde der künstlichen Intelligenz. Genau, Turing, da erinnere ich mich direkt an dieses Imitationsspiel, was er vorgeschlagen hat. Wie sah dieses Spiel aus? Ja, stellen Sie sich vor, Sie kommunizieren mit zwei Kommunikationspartnern, die Sie nicht sehen. Turing hatte da Fernschreiber im Sinn. Sie können natürlich auch heutzutage an WhatsApp oder an E-Mail oder sowas denken. Das heißt, Sie sehen nicht, mit wem Sie kommunizieren. Sie haben zwei Partner und einer von den beiden ist eine Maschine. Sie können beiden Partnern Fragen stellen und sollen anhand der Antworten erkennen, es handelt sich um eine Maschine, also einen Computer oder einen Menschen. Wenn die Maschine es schafft, Sie zu täuschen, Sie also den Eindruck haben, Sie kommunizieren mit einem Menschen, dann, so sagt Alan Turing, muss man der Maschine wohl Intelligenz zusprechen, beziehungsweise kann man von denkenden Maschinen sprechen. Okay. Wie entwickelte sich dann die klassische KI? Die klassische KI entwickelte sich aus dem Dartmouth-Workshop heraus. Ich hatte schon Minsky erwähnt, ich hatte schon John McCarthy erwähnt. Das sind auch die beiden großen Pioniere, die dann in den USA danach künstliche Intelligenzinstitute gegründet haben. Der eine am MIT, der andere in Stanford. Aus diesen Gründungen heraus kam es dann eben zu den verschiedenen Teilgebieten. Da hätten wir zum Beispiel Bildverarbeitung, da hätten wir Sprachverarbeitung, das automatische Beweisen, was ich schon genannt habe. Es gibt noch das große Gebiet, das war in den 70er und 80er Jahren sehr erfolgreich, war der Expertensysteme. Da geht es also darum, dass man kleine Bereiche hat, Wissensbereiche hat, die diese Expertensysteme mit Regeln sozusagen überdecken. Denken Sie an die Medizin. Es gibt zum Beispiel Expertensysteme, die sich nur um Lebererkrankungen kümmern, also sehr eingegrenzte Gebiete, da funktionierte das recht gut. Und natürlich kommen die Kognitionswissenschaften, auch das gehört zur KI-Geschichte dazu, und auch die Teilgebiete, die wir jetzt in unserem Projekt in Deutschland besonders betrachten. Wie kam dann die KI-Forschung nach Deutschland und welche Rolle spielt die deutsche KI-Forschung heute weltweit? Die KI-Forschung schwappte dann aus den Vereinigten Staaten nach Deutschland rüber, natürlich mit einer Verzögerung von etwa 10 Jahren. Es war dann auch nicht so, dass sich die Professoren zum Beispiel der Informatik sich als Erste darum kümmerten. Das war so, dass die Informatik selber sich als Universitätsfach erst etabliert hatte.
das waren zum großen Teil Mathematiker, die konnten mit der künstlichen Intelligenz überhaupt nicht viel anfangen. Es waren dann vor allem junge Wissenschaftler, wissenschaftliche Mitarbeiter, Assistenten, die sich dafür interessierten und die haben sich dann in lockeren Treffen zusammengetan. Zuerst waren es nur wenige in den frühen 70er Jahren. Es gab zum Beispiel einen späteren Professor Feenker, der solche Treffen organisiert hat. Der wurde dann Professor in Bonn und der hat in Dortmund zum Beispiel auch ein Treffen organisiert. Da waren dann schon 30 Leute da. Im gleichen Jahr nochmal ein Treffen, da waren es dann schon 52, die sich hier zusammen über KI unterhalten haben. Und so wurde es nach und nach mehr Interessenten, die sich dafür begeisterten. Es gab dann erste Professoren, zum Beispiel Hans-Helmut Nagel, der in Hamburg Professor wurde für Informatik, der sich auch über die KI sehr gefreut hat und damit Forschung betrieben hat in der Bildverarbeitung. Und der ist auch der Herausgeber der ersten KI-Rundbriefe gewesen. Ich habe hier mal ein paar Exemplare mitgebracht. Das waren also solche Exemplare zu Anfang, selbst im Selbstverlag gemacht. Später sahen sie dann so aus. Die ist aus den 80er Jahren, ja noch 87. Und heute gibt es diese zur Zeitschrift gewordenen Rundbriefe. Also heute ist es eine internationale Zeitschrift, die noch KI, also künstliche Intelligenz heißt und heute auch von der Gesellschaft für Informatik herausgegeben wurde. Die KI-Leute wurden dann zunächst ein Unterausschuss bei der Gesellschaft für Informatik, später dann eine eigene Fachgruppe. Und man muss natürlich auch sagen, heute mit dem Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz in Karlsruhe und Saarbrücken haben wir mit dem KI-Institut eines der größten weltweit oder eigentlich das größte KI-Institut weltweit. Wie kam es dann zu deinem Forschungsprojekt IGI, Ingenieursgeist, Geistesingenieure? Da müsste ich nochmal auf einen der Pioniere zurückkommen, die wir interviewen und der auch bei der Gründung der KI in Deutschland eine Hauptrolle gespielt haben. Das war Wolfgang Biebel. Wolfgang Biebel hat an der Technischen Universität in München versucht, eine Habilitationsschrift in KI, nämlich über automatisches Beweisen, einzubringen. Dieses Habilitationsverfahren ist gescheitert. Ja, es wurde praktisch nicht angenommen. Wolfgang Biebel wurde dann einige Jahre später in British Columbia an der Universität in Kanada Professor und wurde dann nochmal ein Jahr später in Darmstadt Professor. Ist also einer der großen Pioniere der KI in Deutschland und der hat einen Bericht geschrieben zusammen mit seinen früheren Mitarbeitern über seine 30 Jahre währende Arbeitsgruppe an der Technischen Uni München, Intellectic, wie er es genannt hatte, also KI. Diesen Bericht wollte er veröffentlichen und wir haben den dann auch in der Preprint-Reihe des Deutschen Museums veröffentlicht. Der ist also frei beziehbar als PDF oder auch im Museumsshop erhältlich. Und ich habe ihm aus diesem Grund, um ein Vorwort zu schreiben für diesen Bericht, zusammen mit Frank Dittmann, habe ich ihn interviewt, genau wie wir heute ein Interview führen, nur viel länger. Und habe ihm bei der Gelegenheit auch gesagt, dass ich gerne ein Projekt machen würde zur Geschichte der KI in Deutschland, weil es das bisher nicht gab. Und er war Feuer und Flamme, hat mich sehr unterstützt bei diesem Projektantrag und der wurde dann vom BMBF genehmigt. Und jetzt haben wir 5 Stellen, die sich um die Geschichte der KI in Deutschland kümmern. Und da gehören die Teilgebiete dazu, die eben schon genannt wurden. Sprachverarbeitung, Bildverarbeitung, Kognitionswissenschaften, automatisches Beweisen und Expertensysteme. Das klingt nach einem spannenden Projekt. Also erstmal herzlichen Dank, dass du uns das hier vorgestellt hast. Die Geschichte der KI, aber auch das Projekt selbst. Soweit hier erstmal in dem ersten Teil. Ich danke dir für diese ganzen vielen interessanten Informationen. Es gibt auch noch einen zweiten Teil. Da erfahren Sie dann mehr über Anforderungen und Herausforderungen. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder zuschauen hier im zweiten Teil. Heute erstmal danke fürs Dabeisein und bis dahin machen Sie es gut und bleiben Sie neugierig.